Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich, der Dirk, hallo. Und heute geht's um Minimodelle. Star Trek. Zweite Welle. Ja, endlich. endlich, Sie genau. sind endlich da. Das heißt, sie sind jetzt auch zum Verkauf. Im Ja, Shop. jetzt, Das ist sie das Schöne. sind da und man kann sie und auch dann wieder weg bald. Weil ihr sie alle kauft. Deshalb. Richtig. Es sind 6 Stück. Ja. Und wir haben jetzt einmal alle 6 hier einfach mal auf den Tisch In der gestellt. ganzen Pracht quasi. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir haben uns darauf geeinigt, genau. Wir Ich weiß die Reihenfolge noch. Du auch? du auch? Ich weiß noch. Soll ich mal sagen? Also damit geht's los. Okay, alles klar. Dann schieben wir den Rest mal eben weg. Ne? Wir zeigen sie euch jetzt alle schön einmal nacheinander. So, erzähl mal. Oh, das ist jetzt fies. Das ist jetzt fies. Oh, das haben wir so nicht geplant. Also das ist die Enterprise 1701A. Und wie ich mir von Niklas habe sagen lassen, weil ich das nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatte, handelt es sich hierbei um den Refit er erzählt euch. Also, die 1701A. Wir hätten auch die 1701 Refit machen können. Haben wir aber auch schon bei der Midsize-Serie nicht gemacht, weil die 1701A Refit-Version und die 1701 Refit-Version und die 1701A baugleiche Schiffe sind. Ja, klar. Wer wüsste das nicht? Ja, also die Serien-Enterprise, du guckst gerade TOS, hast du mir gesagt. Ich gucke gerade TOS, ja, aber das Genau. ist nicht das Schiff. Das ist richtig, ja, genau. aber das wird ja umgebaut. Richtig. Zum ersten Film. Ja, genau, das weiß ich. Und ich dann dachte, das wäre das aus dem ersten Film. Nein, Okay. weil das wird dann ja zerstört. Ja. Dann kriegen sie ein neues. Ja. Sieht aber genauso aus wie das alte. Nur ein bisschen anders. Ja, also wie die Version, die im ersten Film. Also ihr merkt, heute läuft es ein bisschen. Ja, okay, also Okay. machen wir, das ist also, Also, das seht ihr hier auch am Badge. genau, Hier sind nämlich die neuen Badges ja auch dran. im die wir Zweifel in der- da drauf gucken. Genau, in der zweiten Welle haben. Da stehen nämlich nicht einfach nur Star Trek drauf, wie wir es in der ersten Welle hatten. Nein, da steht auch der korrekte Film bzw. die korrekte Serie drauf und auch das korrekte Logo. Ja. Jetzt könnte man sagen, gut, dieses Schiff, die 1701A, taucht ja schon am Ende von Star Trek 4 auf. Da wird sie aber nur kurz gezeigt. Deswegen haben wir gesagt, das ist ja eigentlich den größten Auftritt hat sie in Star Trek 5. Und deswegen steht hier auch Star Trek 5 The Final Frontier. Ja, genau. So. Ah, ich weiß. Wozu braucht Gott ein Raumschiff? Richtig, Ja, das ist der Film. Und das Sie- ist der Film mit dem wohl besten Logbucheintrag Ja, von Scotty, wo er einfach nur sagt, Logbuch der Enterprise, das müssen Vollidioten gewesen sein, die das neue Schiff zusammengebaut haben. Das ist der geilste Ist Logbucheintrag das auch ever. das, wo er sagt, ich kenne dieses Schiff wie meine Westentasche? Und läuft gegen den Pfeiler, ja. Das ist, jetzt bin ich wieder dabei. ja. Ja. Jetzt weißt du wieder, worum es geht. Ja, ne? jetzt weiß ich wieder, worum es geht. So. Genau. Um Raumschiffe. Genau. Ja. Das ist auch das kleinste der Reihe. Das ist im Grunde genommen ja auch wie, wir hatten in der ersten Welle hatten wir die 1701, so in derselben Größe. Ja. Und ihr seht schon, hier wieder ist das Sternflottensymbol, Genau. der Klassiker. Und eben jetzt hier natürlich eben die entsprechenden, diese neueren Gondeln, die dann eben nicht mehr kreisrund sind, sondern so, ich weiß gar nicht, wie nennt man diese Form, keine Ahnung. Eher so ein langgezogener Kasten. Halt. Rechteckig? Rechteckig. Rechteckig. Dafür habe ich dich da. Ja, siehst du, das So. ist... Zeig doch mal den Wenigstens Karton. etwas. Die haben wir nämlich ja, auch alle genau. da. Wie ihr es gewohnt seid, mit dem neuen Verpackungsdesign. Richtig. Wo man dann auch gleich schon auf der Verpackung sehen kann, zu welcher Ära das quasi gehört. Genau. Das gehört nämlich zur Kirk-Ära und deswegen haben wir halt hier oben die wunderbare Richtig, immer das passende Schiff drauf. Original Enterprise drauf. Und hier haben wir es auch noch mal zum Beispiel stehen. Hier auf der Rückseite steht auch noch mal Star Trek 5, The Final Frontier. Ja, die Anleitung hast du auch. Die habe ich auch. Die haben wir hier. Die ist bei den kleinen Modellen. Ja, es ist Faltblatt. halt überschaubar, ne? So teilemäßig. Ich meine, das Ding hat 106 Teile. Bauschrittmäßig. Ne? wisst ihr, also die vorherigen Bauschritte sind ausgegraut. Kennt ihr ja schon von den anderen Verblasst. Modellen. Also ihr könnt- Entschuldigung, verblasst, genau. Ja, das ist immer so ein bisschen irritierend, wenn man sagt ausgegraut, Ja, es gibt auch ausgegraute, aber die hier sind einfach nur verblasst. Genau. Wie gesagt, es ist halt nur ein Faltblatt, weil die Bauschritte sind halt überschaubar. Also es ist schnell gebaut und dementsprechend brauchst du da keine große Anleitung für Genau. Heftchen.
Es ist auf jeden Fall, finde ich finde das ja immer erstaunlich, wie gut man die dann doch auch darstellen kann in der Größe. Ne? Ich meine, es ist ja nun mal. Ich finde die super. Mir gefällt die gut. Ich finde es Ist echt klasse. Wenn denn da nicht noch ein anderes Schiff wäre, das wir nachher auch ausführlicher zeigen, wäre das mein Favorit aus der zweiten Welle. Obwohl es so klein ist. Ja. Und andere Größe. Aber ich finde es halt schön. Es gefällt mir gut. Wahrscheinlich wegen dem Blauen. Ich mag Blau. Ja, sieht super aus. Ja. Lies doch mal die Setcard. Genau. Liest du auch. So. Das ist die USS Enterprise NCC 1701A. Das ist ein Bluebricks Bro. Die Setnummer ist die 104562, Teileanzahl 102 für 7,95 €. Und die Abmessungen sind 18 cm mal 9 cm mal 9,5, also Länge, Breite, Höhe. Und die Komplexität ist ja klar, das ist entspanntes Bauen. Also da ist ein Minimodell, das habe ich ja auch noch vermerkt, aber gut, das sieht man auch. So, darf ich dir das hier auch mal wieder und dann wollen wir uns dem nächsten widmen. Genau. Du nimmst das mal hier zurück. So, ich nehme das mal zurück. Favoriten. Und ich komme jetzt mal. Es fällt immer jedem sofort ein. Klingonen. Ja. Klingonen haben ja schon ein paar, ich sage jetzt mal, spezielle Raumschiffe. Groß vor allen Dingen. Große Raumschiffe, ja, und mit denen sollte man sich nicht unbedingt anlegen. Also ich würde es nicht tun, also habe ich keine Lust zu. Hier steht jetzt auch ganz normal Star Trek drauf, weil das sind diese Kreuzer, die man so in der Originalserie sieht. Das bringt mich jetzt zur Frage, wo du sagst Originalserie und da steht nur Star Trek. Ist das denn auch, sind das die Schiffe, die im ersten Film in diese Sphäre um Vija eintreten Richtig. und dann einfach weggebrutzelt? Das Genau. ist bei diesen Schiffen etwas verwirrend. Wir haben ja den großen D7 mit Zeiss, den haben wir euch schon gezeigt. Das ist bei den Dingern verwirrend, weil das Ding sieht im Grunde genommen fast genauso aus wie ein D7. Es gibt immer so kleine Unterschiede. Hier oben ist ein bisschen anders und so bei den Aufbauten. Okay. Im Grunde genommen liegt, ich habe es mal versucht zu recherchieren, woran es genau liegt. Es liegt tatsächlich daran, man hat halt für die Serie damals diese D7 gebaut und hat dann für den Film brauchte man ein aufwendigeres Modell und hat sich gedacht, ja, dann machen wir den ein bisschen spezieller. Und hinterher hat man aber gesagt, ja, dann ist das aber im Film doch eine andere Schiffsklasse, aber eigentlich sind es doch dieselben. Und deswegen gibt es ihn quasi irgendwie als Katinga-Kreuzer, denn das ist er, und als D7-Schlachtkreuzer. Aber im Grunde genommen ist es quasi fast dasselbe Schiff. Es ist fast dasselbe, wie gesagt, es ist schon unterschiedlich, es sieht schon ein bisschen anders aus. Das ist aber der Katinga. Sehr schön. Wie gesagt, den D7 haben wir in groß. Ich erwähne es nur noch mal. Und ich werde die nachher vergleichen. Mach das. Ja. Ihr seht das hier zum Beispiel, das ist so eine Sache, sieht man im Original nicht. Diese Dinger hier, die da so dran sind. Ja, ich weiß nicht, ist das bei dem D7 auch oder ist das jetzt hier so eine Eigenart von dem Katinga? Ich glaube, das hat der D7 auch. Also wie gesagt, ich gucke es mir nachher an und dann. Frag's ja wohl. Ansonsten gerne in die Kommentare. Also es gibt da mit Sicherheit da draußen den einen oder anderen, der das weiß. Und hier natürlich auch wieder das Symbol der Klingonen. Ja. Weil wir passen die Stance ja immer den entsprechenden Fraktionen Sehr an. gelungen, wie ich finde. Genau. So. Jetzt habe ich den Flügel ein bisschen nach unten gebogen. Also den kann man auch noch ein bisschen einstellen, wenn man das hier so möchte. kann also auch. Ja, genau. Also er fliegen wie ein Vogel, sieht ein bisschen komisch aus, aber theoretisch kann er das. Ja. Verpackung, wie gewohnt, im neuen Design. Rückseite und auch hier wieder, so mal richtig rum, ne? Die passende Ära dazu. Ja. Gut. Anleitung bei dem, der ist ein bisschen größer. Der ist etwas aufwendiger, ja. Da gibt es dann ein Habt ihr halt so ein Heftchen. Das vielleicht erstmal so ganz zeigen. Heftchen, genauso wie die Verpackung. Und auch hier wieder, da ist es wieder lustig. Ja, sie sind verblasst, die Bauschritte, bei einem fast komplett grauen Modell. Ja, sie könnte es auch man ausgegraut könnte sein. also in dem Fall auch von ausgegraut sprechen, ohne sich Genau. rügen lassen zu müssen. Ja. Also, kommen wir doch mal dann eben zu den Fakten. Das ist unser Star Trek Klingon Katinga Schlachtkreuzer. Ist ein Bluebricks Pro.
hat die Setnummer 104565, hat 259 Teile, kostet 15,95, ist 22 cm lang, 17 cm breit und 10,5 cm hoch. Und ist auch entspanntes Bauen. Da ist jetzt nichts groß Kompliziertes dabei. Auf jeden Fall auch ein sehr gelungenes Schiff. Da gefällt mir auch. Kann man seine Klingonenflotte ein bisschen mit erweitern. Ja, wenn man denn eine Klingonenflotte haben möchte. Also ich bin ja so eher der Föderationsfan. Ja. Also eigentlich eher so der Borg-Fan, aber die haben wir ja jetzt hier nicht auf dem Tisch. Ne? Nee, die haben wir jetzt nicht. Hatten wir den Borg-Kubus in der ersten Welle? Ja. Auch im Mini-Scale. Ich weiß. Ja. Also der in Originalgröße, der kommt ja noch, oder? Du meinst im Minifigurenmarschall? Nein, ich meine in Originalgröße. Ach, in Originalgröße, Ja. dass wir da auch reingehen. 3x3 Kilometer oder so kriegen wir hin. Ist kein Problem. Also wenn ihr das wollt. Ja, wir haben bestimmt die Steine irgendwo liegen. Du bist ein bisschen größenwahnsinnig. Die 5 Billionen Steine, die kriegen wir auch noch irgendwo. Ja. Okay, komm, lass uns weitermachen. Nächstes Set. Bevor wir abschweifen. Abschweifen niemals. So. Und was haben wir hier Gutes? Das ist das Raumdock der Erde, das Earth Space Dock. Jetzt muss ich spicken. Und so wie hier steht, wurde das wohl zum ersten Mal in Search for Spock gezeigt. Das ist der dritte, oder? Genau, da sieht man, das ist ja direkt quasi, also für die ist es ja direkt nach der Schlacht mit Khan. Ist das nicht sogar das, wo sie irgendwie eigentlich gar nicht raus dürfen und sie machen es dann trotzdem? Ja, sie klauen da die Ja, genau, richtig. Sie klauen, ja ich wusste. Das ist diese Szene, wo man dann auch sieht, wie das Schiff im Innern vor so eine, da sieht man, glaube ich, nur den Deflektor. Ja, und dann ja, sieht man schon genau. die Beschädigung von dem Kampf und so. Ja. Das ist auch, glaube ich, der Film, ja genau, das ist auch der Film, wo ihnen gesagt wird, dass das Schiff eigentlich abgewrackt werden soll. Und sie denken sich dann, wieso abwracken, wir können es auch mitnehmen. Auf jeden Fall, das sieht man dann ja aber auch immer mal wieder. Das ist ja so ein Raumdock, das gibt es ja dann auch noch bei Picard und auch so. vor allen Dingen, es gibt nicht nur das eine, es gibt auch mehrere davon. Die sehen eigentlich alle sich recht ähnlich. Also soweit ich weiß, gibt es mehrere. Wenn man überlegt, in dieser großen Schüssel hier können mal locker, ich weiß nicht, wie viele Schiffe es sind, aber da können eine ganze Menge Schiffe drin geparkt werden. Wenn man sich dann mal überlegt, dass die Dinger, die da drin geparkt werden, teilweise auch schon 700 Meter lang sind und durch eine Tür fliegen, die wahrscheinlich nicht größer ist als diese kleine Öffnung hier, dann kann man sich ausmalen, wie groß das ist. Aber Captain Niklas hier weiß mit Sicherheit den Durchmesser dieser Station. Das weiß ich nicht. Ja. Habe ich leider nicht im Kopf. und wenigstens die Höhe? Nee. Nein. Die Besatzungsstärke? Nein. Das Gewicht? Nein. Okay, also Niklas, weißt du, ich habe gedacht, du hättest dich vorbereitet. Das Gewicht von dem Ding? Ja. Also, okay, lassen wir das. Es ist grau. Siehst du? Du hast also auch was beizutragen. Ich habe gesehen, es ist ich grau. Nein, okay, im Ernst. Also es was soll ich da jetzt sagen? Es ist ein schönes Modell. Also ich find's gut. Da gibt's jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so viel zu sagen, weil es ja keine. Naja, man ist da drin und dann fliegt man raus und dann spielt es keine Rolle mehr in den Filmen und in der Serie. Es gibt auch einen Grund, warum wir es im Mini-Maßstab haben und jetzt nicht irgendwie im Mid-Size-Format oder so. Das Ding würde riesig werden, wenn wir es versuchen würden, in größer nachzubauen. Also, das ist... und aufgrund der runden Form wahrscheinlich auch teileintensiv. Ja. Also dementsprechend... Aber in Mini finde ich es auch super getroffen. Ich finde es ist auf jeden Fall gut geworden. Also man erkennt sofort, was es ist. Ja. Auf jeden Fall. Sehr schön. Du hast den Karton? Ich habe den Karton. So. Und auch hier wieder wie gehabt, hier oben, ne? Also sieht man genau, wo es herkommt und wo es hingehört. Die neuen Kartons, wir betonen es immer wieder, Vorderseite, Rückseite, ein wunderbarer Karton. Ja, und ich lese dann mal die Setcard vor. Ne? Also, das ist das Earth Space Dock, Earth Space Dock, ein Bluebricks Pro Set. Die Setnummer ist die 104566. 124 Teile, kannst du mal aufhören zu lachen. Okay, ernst jetzt, ja? Ernst jetzt. Für 9,95 €. Die Abmessungen sind 10 mal 10 mal 22 cm. Captain Niklas, bitte. Disziplin. Und auch hier wieder entspanntes Bauen. Also ist von der Größe her nicht allzu groß. Auch hier wieder die Anleitung ist hier wieder so ein kleines Faltblatt.
ja, muss man jetzt nicht bei jedem dazu sagen, auch hier wieder die farbliche Abstufung bei bereits gebauten Bauschritten und so weiter und so fort. Ihr kennt das von den anderen Anleitungen, nur damit man es mal gesehen hat. Genau. Ja. Nimmst du es wieder? So, ich nehme es wieder und entsorge Das Space Log auch, dann machen wir mit das dem nächsten machen wir hier weiter. rüber. So. Wir haben gerade drüber geredet, quasi. Ja. Halb. Die Reliant. Ich mag dieses Schiff. Ist das nicht... Ja, das ist Kahn. Das ist, ja, man könnte sagen Kahns Schiff, aber, aber er hat es halt geklaut. Ja, Er hat es gekapert. Dementsprechend steht es ja auch drauf, der Zorn des Kahn. ach nee. Das ist halt der Film, wo es herkommt. Ne? Und ein ganz besonderes Gimmick, das ist mir nämlich letztens aufgefallen, ja, als ich damit mal rumgespielt habe. Wie im Film haben wir das extra so gemacht, ja, dass man die Gondeln abnehmen kann. Ja, ihr wisst das ja, im Film ist es die linke Gondel? Oder ist es die rechte? Das lass mich überlegen. Ich glaube, es ist die rechte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall im Film wird irgendwann eine Gondel abgeschossen und natürlich kann man das Modell auch in diesem Zustand, also geht auch. Ne? Seht ihr, da haben wir uns Kann richtig... den Film also nachstellen. Ja, also wir haben da alles gegeben, um das möglich zu machen. Aber viel schöner ist es natürlich, wenn sie komplett ist. Ne? Natürlich. Es ist eigentlich, ich finde diese Schiffsklasse auch wirklich schön. Mir gefällt das auch. Mir haben die immer gut gefallen. Ich finde auch die Nebulas ganz, ganz toll. Das sind schöne Schiffe. Mir gefällt das gut. Ja. Oder sagt man Nebula oder sagt man Nebula-Klasse? Ist ja wurscht, ihr wisst, was gemeint ist. Ich glaube, es kommt mit. Also kannst du, glaube ich, machen, wie du willst. Ja. Auf jeden Fall hier vorne, das ist ja dann die Torpedoabschussrampe, die hängt da ja an so einem Gestell quasi. Hier hinten ist die Brücke. Nee, Moment. Die Brücke ist hier vorne. Die Brücke ist ja hier vorne, aber das hier hinten wird, glaube ich, im Film getroffen. Wahrscheinlich ist das hier hinten das Maschinendeck, würde ich mal sagen. Genau, da schießen sie nämlich drauf. Auf jeden Fall auch ein sehr gelungenes Modell. Wieder einmal für die Größe. Wiedererkennungswert ist voll da, also finde ich auch sehr gelungen. Verpackung, wie gehabt. Und auch wieder entsprechend Kirk-Ära. Passt. Nein, ach so. Kirk war was anderes. Das habe ich gerade letztens gesehen. Die Bauanleitung ist in dem Fall wieder ein Heftchen. Und auch wieder ganz normal hier ausgegraute Bauschritte. Ganz einfach. Ausgegraut? Verblasst. Ja, nee, das ist auch schon, ne? Bitte, also Ja. so viel Zeit muss sein. Schlimm. Ich weiß. Ja. Dann will ich doch einfach mal hier die Setcard vorlesen. Das ist die Star Trek USS Reliant NCC 1864. Ist ein Bluewix Pro, hat die Setnummer 104561, hat 137 Teile, kostet 11,95, ist 14,5 cm lang, 9,5 cm breit und 9,5 cm hoch und ist auch wieder ein entspanntes Bauen. Jo. Also, ihr seht's ja. Es sind halt Minimodelle. Ja. Aber das ist auch das Angenehme. Man kann die relativ Hier hast du entspannt relativ und zusammen eben. schnell. Genau. Und sie sehen super aus. Und sie sind natürlich auch sehr geeignet für die Leute, die vielleicht nicht ganz so viel Platz haben, um sich die sehr großen Sets. Ich meine, für so ein Runabout braucht man halt schon ein bisschen mehr. Ein bisschen Platz ja auf dem Tisch. Das hast du wahrscheinlich nicht innerhalb eines Abends mal eben zusammengebaut und dementsprechend ist der Esszimmertisch dann erstmal eine Weile belegt. Genau. Ja. Kommen wir zum nächsten Modell. Kommen wir zum nächsten Modell. Du hast noch was. Ja. Das ist jetzt mein Lieblingsmodell aus der Serie. Davon hat er gesprochen. Ja, die Defiant. Ja, also das ist super klasse geworden, das Teil. Das finde ich also richtig abgefahren. Also, ich glaube, worauf du vor allem hinaus willst, ist auch die Form. Ja. Also das ist wirklich, ich kann es nicht anders sagen, das Ding ist einfach der Knaller. Das ist echt geil geworden. Ja, gefällt mir gut. Das ist natürlich hier gerade das eben mit den Gondeln. Dass die schräg, also und ich finde die Teile geil. Ich meine, das sind einfach Fenster, die wir mal eben in Trans-Red angelegt haben. Eigentlich sind es, glaube ich, keine Fenster, eigentlich sind es sogar Türen. So wie so Scheunentore oder zumindest so hölzerne Fensterläden sind. Dafür sind sie gedacht, sagen wir es mal so. Wir haben uns einfach mal gedacht, wir machen sie in und es passt, es sieht einfach gut aus. Es ist genau das Richtige. Und diese Gitter auch einfach mal in Trans-Blue. Warum nicht? Kann man machen, ne? Das richtige Teil an der richtigen Stelle. Und, das hat den Marco sehr gefreut. Ja, der Pin hält bewusst etwas besser. Aber ihr seht, man kann ihn abmachen. Ja. Und warum? Weißt du warum?
Also es kursierten da mehrere Informationen bei uns hinten in der Werkstatt, weil man das halt nirgendwo sieht. Also man sieht es weder in der Serie noch in irgendeinem Film, aber es soll wohl so sein, dass da ein Sprengkopf drin ist, dass das ursprünglich für die Serie immer so gedacht war, dass man da einen ultra brutalen Sprengkopf abschießen kann, oder dass das quasi als Rettungsboot genutzt werden kann, wenn das Schiff dann mal den Weg aller Schiffe geht. Also der ursprüngliche Gedanke war tatsächlich der mit dem Sprengkopf. Ja, weil das ist ja das einzige... Das wäre aber ein Sprengkopf. Ja, Wow. genau, darum geht es ja. Das ist ein ordentlicher Sprengkopf. Das ist ja das einzige Föderationsraumschiff, was wirklich speziell für den Krieg konzipiert worden ist. Und zwar ursprünglich für den Krieg gegen die Borg. Sollte eigentlich ein Verteidigungsschiff eben für Angriffe der Borg werden. Ich meine, nach der Aktion bei Wolf 359 hat sich die Föderation gedacht, wir brauchen da vielleicht doch mal was mit ein bisschen mehr Feuerkraft. Also wahrscheinlich ist der Plan dann gewesen, einmal das Ding und dann ist Feierabend, dann ist der Würfel weg. So ungefähr. Ja. Später, wie, glaube ich, jeder von euch weiß, der die Serien geguckt hat, ist es eher dann zum Einsatz gekommen gegen das Dominion. Wobei, man muss aber auch dazu sagen, und das ist ja der Grund, warum ich das eigentlich angezweifelt habe, diese Sprengkopftheorie, der Deflektor, der sitzt ja quasi auch hier vorne in der Spitze. Und der ist ja notwendig dafür, dass, wenn das Schiff auf Warp geht, Objekte, die in der Flugbahn sind, quasi zur Seite zu schubsen. Das ist richtig. Und ohne Deflektor kannst du nicht auf Warp Aber gehen. meistens haben die Schiffe auch noch sekundäre Deflektoren. Wo? Ich weiß jetzt nicht, wo das bei dem Schiff liegt, aber meistens ist das so. Also ich sehe nur den einen. Okay. Ja, also ich würde das nicht machen. Ne? Dann bist du nämlich irgendwie hier so 70.000 Jahre unterwegs. Also ich wollte noch mal hier drauf zu sprechen kommen. Entschuldigung. Hier haben wir nämlich jetzt Deep Space Nine stehen. Ja. Das ist ja klar. Es ist ein Deep Space Nine Schiff und natürlich auch entsprechend den Badge, der dann eben so aussieht wie bei Deep Space Nine, diese Abzeichen. Genau. Ja. So, du hast den Karton wieder Ich mal. habe auch den Karton dabei. Ja. So. Ja, ein Karton. Oh, Entschuldigung, ich habe mein Mikro verloren. Warte. Ich mach mal weiter einfach, Ja, während genau. du dein Mikro wieder dran Mach hast. du mal weiter. Ich klemme Rückseite schon an. und dieses Mal halt eben hier oben die Defiant, weil es ist halt Deep Space Nine. Auf jeden Fall auch für die Größe wieder einmal ein super gelungenes Schiff. Ja, also richtig klasse. Die Bauanleitung hast du auch? Ja, Entschuldigung, die Bauanleitung habe ich auch. Das haben wir, ist wieder ein Heftchen, weil es hier irgendwie im Moment sind 238 Teile, ist etwas mehr zu bauen und wie gehabt, wie in allen Anleitungen, verblasst. Ja? Also nicht ausgegraut. Vorherige Bauschritte sind hier verblasst. Aber wie gesagt, das wisst ihr ja mittlerweile, kennt ihr. Also Standard. So. Genau, und jetzt noch die Setkarte, oder? Richtig. Ja, Die hast du. so, ich weiß. Also, das ist unser Star Trek-Modell USS Defiant mit der Typnummer NX74205. Ist ein Bluebricks Pro. Setnummer ist die 104567. 238 Teile für 15,95 €. Die Abmessungen sind 15 cm in der Länge, 12,5 in der Breite und 9 cm in der Höhe. Ist ein Minimodell und auch hier wieder entspanntes Bauen. So, dann darf ich sie dir mal wieder Ja, zurückgeben. reich mal an. Dann kommen wir nämlich jetzt zum letzten, leider schon zum letzten. Ich hätte gern mehr von den Dingern. Ja. Viel mehr von den Dingern. Aber den finde ich auch cool. Da gefällt mir tatsächlich der größere besser, weil der ist halt, weißt du, der ist, aber der ist auch ziemlich gelungen. Also, aber ich finde Wir müssen natürlich immer abstrahieren. Ja, ist ja klar. Wisst ja. ihr, ich meine, es sind immer noch Noppensteine und wir wollen ja hier nicht irgendwie arbeiten wie andere Hersteller, wo dann irgendwie, was weiß ich, 10.000 Sonderteile Nee, da reingekloppt werden, und dann sondern wir kann man wollen es ja auch mit nicht dem mehr bauen, bezahlen. was wir Also haben. das ist ja, Genau. für die Und- Größe ist er auch gut. Richtig. Und das finde ich nämlich auch, gerade für die Größe, das ist vor super allem geworden. auch dieses schwierige Schiff, das hatten wir bei Midsize auch schon gesagt, das ist eben mit dieser Mit dieser Lücke hier innen dazwischen. drin, genau. Nicht nur diese Lücke, sondern auch diese Lücke. Also das ist, Ja. Und ihr seht das auch hier unten, ist einfach nur eine Teil, Ja. weil es ist halt in der Größe ist das auch nicht mehr. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, das ist das, was ich mich bei diesem Schiff immer gefragt habe, wer bei den Romulanern ist eigentlich auf dieses Design gekommen? Wer kommt auf die Idee, Tja. ein Schiff zu bauen, was in der Mitte im Grunde genommen komplett leer ist? Tja, vor allen Dingen, was hat es für einen Sinn? Ja, aber vielleicht hängt das irgendwie mit diesem Singularitätsantrieb von den Romulanern zusammen. Das, Ja, stimmt. Die haben mag genau, die haben im Grunde genommen werden die Schiffe durch ein mini-schwarzes Ja, Loch erzeugt. genau. Erzeugt. Ja, mit vielleicht Energie, auch das mit weiß man Energie nicht. versorgt, wollte ich sagen. Und dementsprechend kann man, das Problem ist halt eben, das habe ich glaube ich bei Ja, Midsize und- schon mal gesagt, man muss das Ding absprengen, weil man es nicht abschalten kann.
Ist ja klar. Ja. Wenn's Probleme gibt. Okay, da weißt du wieder mehr als ich, aber gut, deshalb bist du ja auch Captain und ich nur ein Redshirt. Ja? Also ihr habt das gemerkt, ja. Also. Ja. Aber ich werde diese Folge überleben. Da bin ich sicher. Da bin ich auch sicher. Ja. Ich glaube, wir sehen dich nochmal wieder. Yay. Du bist ein wiederkehrender Charakter. Vielleicht verdiene ich mir dann auch bald mal ein anderes Shirt. Hier haben wir das Badge. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera gut sieht. Das ist in dem Fall natürlich The Next Generation. Oder, was mache ich hier eigentlich? Ich kann natürlich auch einfach mal das ganze Du Ding kannst hier mir das abnehmen. einfach mal geben. Genau. Und ich spiele da so Es ein ist bisschen. natürlich wie beim Großen, bevor ich das vergesse, wenn ihr jetzt hier oben in der Mitte einmal so richtig schön zusammendrückt. Ja, da ist halt nichts. Ne? Das Da- hält er nicht das aus. sieht man hier zwischendurch, da ist halt nichts drin. Ne? Also wir haben auch überlegt, ob wir da irgendwie Trans-Clear-Teile in die Mitte setzen, um das Ding nochmal stabiler zu machen. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil es sieht so besser es aus. sieht halt nichts aus. Und stabil ist es auch so. Also man Wie kann, gesagt, man kann halt, jetzt eben nicht mit großem Druck man sollte einmal, jetzt halt nicht zusammenbringen. Ja, das ist wer logisch. Schraubstöcke als Hände hat, der sollte es vielleicht dann etwas vorsichtiger anpacken. Hier seht ihr es nochmal, der Deridex Kreuzer ist natürlich aus The Next Generation, da kommt er das erste Mal vor. Und auch wieder sehr schön, der Standfuß ist schön als dieses Symbol des romulanischen Imperiums. Ein Vogel? Ja, ich meine, es ist irgendwie auch so ein Raubvogel. Ja. Das ist ja komischerweise bei denen immer ein Raubvogel. Es ist ein Raubvogel, der, wenn ich mich richtig erinnere, in den Krallen jeweils die Planeten Romulus und Remus hält. Wow. Das ist das Symbol. Also jetzt beeindruckst du mich aber. Ja, ich musste das ja nachgucken, alles, was wir Ach hier so, machen, dass du das weißt das richtig gar nicht ist. einfach so. Ich habe gedacht, du hättest das jetzt einfach aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, so ein paar Sachen muss Ja, ich okay, auch dann nachgucken. bin ich aber unterwältigt. Jetzt wieder, ja. Den kann man mit nichts beeindrucken. Nee, also wirklich. Okay. Nein, es ist schon, also der Niklas, ich meine, ich habe auch alle Filme gesehen und alle Serien. Das hast du falsch drauf. Echt? Ja. Ach so, ja gut, okay. Fliegt ja rückwärts. Und alle Serien auch mehrfach geguckt. Aber der Niklas, ja, das ist quasi ein wandelndes Star Trek-Lexikon. Also den kannst du echt fragen, in welcher Folge war denn das, wo der da das und das und da und die zwei mit dem und dann sagt Man kann er mich genau, nicht alles fragen. Also es gibt auch so Sachen, wenn du mich wie gerade eben so nach Längen oder Breiten Ja, von irgendwelchen gut, Schiffen, aber das kann ich mir nicht das merken. weiß wahrscheinlich niemand. Ja, also von daher. Es gibt, glaube ich, auch Leute, die können das. Ja, aber wenn ich Bestimmt. dem Niklas von irgendeiner TOS-Folge erzähle, die ich mal geguckt habe, dann sagt er, ja genau, das ist Episode. Und dann denke ich, was? Ich habe es gestern geguckt und er weiß mehr als ich. Wahnsinn. Also das ist schon, ja, guck's guter gern. Mann. Ich Guter guck's Mann. gern. Deshalb ist er Captain und ich Rot. Ne? Ja, so ist das nun mal. Ja, bevor wir das jetzt vergessen. So, auch hier haben wir natürlich eine Verpackung, ist ja klar. Und auch hier gibt es eine Rückseite. Hinten steht wieder in dem Fall Next Generation drauf. Und deswegen haben wir hier auch jetzt die Galaxy-Klasse, also die Enterprise D. Jo, mach ruhig, mich stört das nicht. So, krieg ich's jetzt hin? So, Bauanleitung. Wie alle anderen auch, wie das eben so aussieht. Zum und auch 5. wieder Mal quasi. Ganz genau, ja, wir wollen aber auch alles zeigen. Also möchten wir möchten ja auch, dass ihr das alles Ist seht. schon richtig. So, auch wieder ein sehr gelungenes Set. Aber mir wäre es zu klein. Ich finde die größere trotzdem schön. Ich finde es schon auch so im Kleinen. Ja, es auch, ist gelungen. vielleicht auch beide. Ja gut, man kann sich ja so quasi so ein Diorama machen. Das ist ja der Vorteil, wenn man und das Platz hat, muss hier man sich nicht ist entscheiden. halt einfach weiter entfernt. Ja, zum Beispiel. Oder man guckt, ob das irgendwie im Maßstab passt. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob der im Maßstab vielleicht zu DS9 passen würde. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie groß Ich glaube, im nein, Vergleich die sind sehr groß. Also Ja? ich glaube, die sind deutlich größer als Okay. die Enterprise E zum Beispiel oder auch die D. Also ich weiß, die sind größer als eine die Galaxy-Klasse. sind, ja, und die Galaxy, die muss ja, die ist ja an der DS9 irgendwann mal angedockt. Also die Untertasse von der Galaxy ist schon recht groß. Ja. Und das Ding hier ist aber noch ein ganzes Stück größer. Ja, die Teile, Markus' Lieblingsszene ist ja immer noch die, wo 2 oder 3 von denen vor der Galaxy stehen und dann der romulanische Kommandant Captain Picard droht quasi, dass er ihn vernichten würde und Picard daraufhin nur sagt, ja, dann sterben wir heute gemeinsam und hinter ihm enttarnen sich 2 oder 3 klingonische Warbirds, die er mitgebracht ja, Tja, und dann überlegen sie sich halt schnell nochmal. ja, genau, dann denken sich die Romulaner Na, auch, ups. ich glaube, wir fliegen heute mal woanders hin. Ja, Dann sind wir soweit durch, oder? Ach nee, die Setkarte noch. Setkarte Entschuldigung, genau, die ist auch das wichtig. ist der Star Trek Romulan Deridex Warbird.
ist ein Bluebix Pro, hat die Setnummer 104559, hat 266 Teile, kostet 15,95 €, ist 17,5 cm lang, 13,5 cm breit und 10,5 cm hoch und ist, bei dem würde ich eher sagen, so, es ist so eine Mischung aus entspannten Bauen und guter Durchschnitt, weil eben gerade das hier dann am Ende zusammenzusetzen vielleicht ein bisschen kniffliger sein Ich habe die Nummer größer gebaut und weiß, dass ich da einmal zu fest gedrückt habe. Ja, das ist dann, hab ich ihn quasi noch wie mal gesagt, gebaut. wenn man dann meint, man könnte Ja. hier mal eben so richtig mit Schmackes drauf. Also da muss man dann halt schon von unten bis ab. Ihr habt gesehen, das Ding hält problemlos, aber um die Lücke jetzt ist halt dieses typische Star Trek. Es sieht und halt ihre, so aus, ne? Und ihre, ich meine, diese Schiffe von Star Trek im Allgemeinen, auch die du da stehen hast, sind jetzt nicht gerade, ich denke da nur hier dran. Also es sind keine so richtig tollen Designs, wo man jetzt sagen würde, die sind perfekt, um sie aus Noppenstein Nee. zu bauen. Da hängen ziemlich große Elemente an ziemlich filigranen Aufhängungen. Genau. Gerade die Gondeln bei den Föderationsschiffen ist immer Aber wieder eine Herausforderung. Ihr seht, es ist beeindruckend, was unsere Designer Ja. hier hinkriegen, um die Dinger wirklich so aussehen zu In lassen. allen Größen vor allen Dingen. Ne? In allen Größen, ja. Und vielleicht gibt es ja demnächst dann noch ein paar weitere Minimodelle. Ja, wer weiß. In Zukunft. Also mal gucken. Kann man ja nie wissen. Das heißt, also wir können es schon wissen, aber ich sage jetzt nichts mehr. Ja. So, ich glaube, wir haben auch damit genug gesagt. Ja. Ich würde sagen, für heute war es das aus der Noppenstein-Galaxie, ach nee, das ist ein aus dem anderes Noppenstein-Raumdock. Aus Dem Noppenstein-Raumdock. Ja, genau, das Noppenstein-Raum. Da denkt dran, Noppensteine kann man nie genug haben. Genau. Demnächst gibt es noch mehr. Ja, bestimmt. Viel würden- Spaß beim Bauen. Bauen, genau. Macht's gut. Hast du gesehen, was Auch gut. Macht's gut. Den hier. Ciao. Ja, das war irgendwie was anderes, gell? Das ist. Bist du gedanklich gerade auf einem Rockkonzert? Nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich gar nicht so mein Genre, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie hatte ich eben gerade so einen kleinen Fingerkrampf und naja, ist egal. Tatsächlich gefällt mir die hier wirklich noch mit am besten von allen. Außer der Defiant. Ja, die Defiant ist auch gut, aber ich mag die Reliant. Ich mag das Blau. Ich glaube, mag das Blau. das ist so meine. So die Ja, Reliant. ich mag die hier lieber. Weiß nicht, die ist so schön kompakt.